Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute habe ich ein ganz spezielles Testbier aufgesetzt, also mehrere Testbiere, denn ich möchte einen Vergleich von Röstweizen und Röstroggen anstellen. Vielleicht haben einige von euch ja schon das Video mit dem Röstweizen Hell von Westmalz gesehen, ansonsten schaut das mal nach. Da habe ich ich glaube, das ist jetzt 6 Monate her, da habe ich ein schönes Video zugemacht, wo ich das mit Torrefied Wheat vergleiche aus dem Englischen und das war sehr ähnlich und war sehr interessant auszuprobieren. Ich habe hier die letzte Flasche von dem Röstweizen Hell auch dabei, um das zu vergleichen. Dann habe ich das Röstweizen Medium von Westmalz, das Röstweizen Dunkel von Westmalz und, damit das Ganze nicht nur von einer Firma ist, noch das Chocolate Rye, also Roggen von Weyermann. Die Daten von den sind ja keine Malze, sondern von den Rohfrüchten sind sehr interessant. Also wir haben hier einmal das ganz helle, 2,8 bis 5 EBC. Und dann fängt das mit der Streuung sehr stark an. Das hier ist zwischen 5,5 und 55 EBC. Also Durchschnittswert 30 ungefähr, 30 EBC, aber es ist eine sehr starke Streuung vorhanden. Hier ist das ähnlich, von 60 bis 250 soll das gehen. Das heißt Durchschnitt ungefähr 150. Und dann das Chocolate Rye ist wie für diese Chocolate-Sachen üblich von 800 bis 1000 EBC, also ungefähr 900. Ich habe, genau wie bei dem Hellen, Testbiere gemacht, wo 20% der Schüttung die Rohfrucht waren. Und mir ist erst, als das Ganze schon am Gären war, aufgefallen, dass es vielleicht bei sowas wie 900 EBC keine so gute Idee ist. Und es also sein kann, dass mir das Chocolate Rye jetzt doch sehr aschig im Mund schmeckt. Aber das sehen wir dann gleich. Bei den anderen hatte ich am Anfang auch Bedenken, aber tatsächlich mit 150 EBC könnte das noch ganz okay sein. Also so, wie ich das jetzt gemacht habe. Es soll aber gar nicht so groß darum gehen, jetzt Intensität rauszuschmecken, sondern überhaupt erstmal zu qualifizieren, wonach es denn schmeckt. Beim letzten Mal war es so, dass die schaumstabilisierende Fähigkeit von dem Röstweizen nicht richtig zum Tragen kam, weil ich noch viel Hefe in der Schwebe hatte. Das Ganze ist nicht klar geworden. Ich habe ja jetzt wirklich eine Flasche von der gleichen Charge hier und ich glaube, das war ein Monat oder 1,5 Monate, nachdem ich das Video gedreht hatte, war die Hefe dann doch so weit sedimentiert, dass das super klar ist. Und die Hefe, das war ja die Imperial Yeast Voyager, soll der gleiche Stamm sein wie die Y-Yeast 1469. Die sedimentiert dann, wenn sie denn unten ist, so stark, dass es wirklich bombenfest ist. Also jetzt kann ich auch einschütten, wie ich will, und das schwebt nicht mehr hoch, das treibt nicht hoch. Die drei habe ich mit der Cephale S04 gemacht, was ich mit den meisten Testbieren ja mache, außer in der Zeit, wo ich gerade keine S04 zur Hand hatte. Die war frisch und vital. Die hat aber auch bei den Bieren ja so ein bisschen zögerlich gegärt, obwohl ich das sehr, sehr genau gepitcht hatte. Und ich meine, also bei der hier konnte ich noch sagen, die Hefe war müde und alt und sowas, die hatte ich sehr lange weitergeführt. Bei den dreien bin ich jetzt mehr der Meinung, dass es vielleicht daran liegt, dass ich so viel Rohfrucht verwende. Also es ist für Hefen einfach nicht die optimale Bedingung. Zum Beispiel kann es daran liegen, das bin ich jetzt nicht sicher, vermute ich, dass freie Aminosäuren nicht so viele vorhanden sind und dann wäre es sinnvoll, wenn man bei viel Rohfrucht eine Eiweißrast macht. Bei entweder 45 Grad oder ich glaube 52 Grad. Eine von den beiden ist es. Eine ist Beta-Glucanase, die andere Eiweiße. Ja, das könnte man also mal versuchen, um zu schauen, ob dann die Hefe sich besser sedimentiert und auch besser gärt, denn diese 3 Flaschen sind jetzt immer noch leicht trübe. Also ich habe sehr lange gewartet. Die sind über 8 Wochen gereift, wie das ja bei röstigen Komponenten in einem Bier auch empfohlen wird. Und ich denke, geschmacklich sind die gut abgerundet, aber es kann sein, dass die jetzt auch noch trübe sind. Und dann seht ihr bei dem, wie das wäre, wenn die Hefe abgesetzt wäre, wie gut der Schaum dann ist. Also da bin ich sehr zuverlässig, die war bei den letzten Flaschen immer super. So, also die haben geschäumt, aber es ist doch ein bisschen schneller hat sich wieder aufgelöst, als ich das jetzt in Erinnerung hatte. Es kann natürlich auch in der Glasbeschaffenheit liegen, überlege ich gerade. Aber hier im Vergleich dieses stark geröstete Chocolate Rye, das hat noch am ehesten so das, wie ich das auch eigentlich von den anderen kenne.
Ja, ist jetzt nicht so das perfekte Bild. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass die ganz hellen auch wirklich gut geschäumt haben. Müsst ihr jetzt mein Wort für nehmen. Im Direktvergleich ist das natürlich leider jetzt nicht ganz so prickelnd. Normalerweise ist das immer so, dass Weizenmalz, Weizenflocken immer auch schaumverstärkende Wirkung haben. Jetzt kalibriere ich mich erstmal mit dem, was ich schon kenne. Das ist die hier mit dem Röstweizen hell. Es riecht jetzt ein bisschen älter, leicht sherryartig, aber es ist immer noch so, wie ich das in Erinnerung habe, nicht die orangige Note, die kriege ich nur mit der Sapphire S04, die werde ich da erwarten, sondern es ist einfach so ein bisschen leichte Fruchtigkeit vorhanden und so ein neutrales, es ist ja kaum was drin, neutrales Profil und ein klein bisschen nehme ich auch die Sahnigkeit wahr, die meiner Meinung nach der Geschmack von dem Röstweizen hell ist. Also das helle Röstweizen und Torrefied Wheat aus dem Englischen, die bringen, wenn sie sehr viel benutzt werden, zum Beispiel in Stout kann man das echt gut verwenden, finde ich immer ausgezeichnet, bringen die so eine sahnige Note rein. Ja, genau. Sehr neutral. Schönes Mundgefühl. Eine ganz leichte Cremigkeit vorhanden. So, jetzt probieren wir mal das Röstweizen Medium. Wie gesagt, 30 EBC durchschnittlich. Es riecht ein bisschen nach Hefe. Also es könnte tatsächlich sein, dass man Hefe auch noch hier drin hat. Da habe ich jetzt auch ganz schwach die Orangennoten, die ich, wie schon gesagt, bei meinen Testbieren immer als Hintergrundaroma habe. Das hat so eine leichte kaffeeige Röstigkeit. Das passt auch dazu dem, was man riecht, wenn man an den Körnern riecht. Das hat also die Röstigkeit ist tatsächlich sehr, sehr schwach. Die Körner riechen sehr stark nach Kaffee. Das ist hier leicht zu erahnen. Und dann hat man so einen Popcorn-Geschmack. Also tatsächlich schmeckt das so röstig wie bei Popcorn. Vielleicht noch einen Ticken kräftiger als bei Popcorn. Einen Ticken schon Richtung, ja, so dunkleres Popcorn, ne? So ein bisschen mehr geröstetes dran. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das kann man bestimmt unterstützend verwenden für verschiedene Biere, die so auf Röstaromen zielen. Vielleicht ein Brown Ale, vielleicht schon auch so Richtung Stout. Aber dann gucken wir mal, was passiert, wenn man das Ganze noch dunkler macht. Das waren 150 EBC im Durchschnitt. Auch leichter Hefegeruch. Und da ist schon eine deutliche Röstigkeit zu erkennen. Also da würde ich schon sagen, ja, da riecht man wirklich, als wäre das ein Röstmalz oder sowas, so Röstaromen raus. Ja, man kann schon sagen, ich habe das ein bisschen viel gemacht mit der Schüttung für dieses Malz. Bei dem mittleren ging das noch. Hier habe ich jetzt eine deutliche bittere. Also wirklich wie beim Röstmalz auch, so dieses Astringierende, was man immer sagt. Und das überdeckt dann leider so ein bisschen die Aromen. Die Aromen sind aber sehr interessant. Das geht schon Richtung Schokolade. Ich meine auch, wenn man an dem Paket also an den Körnern gerochen hat, war das so schokoladig im Vergleich zu dem anderen, was eher so kaffeemäßig war vom Geruch. Und es hat schon so eine knackige Röstigkeit. Also da würde ich wahrscheinlich eher nur so 10%, der Hersteller empfiehlt ja auch viel weniger als die 20%, die ich hier gemacht habe. Da würde ich jetzt eher so 10% von nehmen bei etwas und das unterstützt dann schon eine Röstigkeit sehr deutlich. Bin mir sehr gespannt, ob das überhaupt genießbar ist. Ja, der Geruch ist ja genau der gleiche wie bei den beiden, so ein bisschen hefig noch. Ich rieche jetzt nichts besonders Roggenartiges oder so, was auf den Unterschied in der Art des Korns gehen würde. Es riecht einfach nur sehr dunkel, aber gar nicht so aromatisch. Die beiden waren noch aromatischer. Ich glaube, das war stärker carbonisiert. Ich habe jetzt mehr Prickeln auf der Zunge. Deswegen war wahrscheinlich der Schaum auch stärker. Und ansonsten würde schon fast sagen, das ist relativ neutral, was Aromen angeht. Also es ist cleaner, was ja bei stark gerösteten Sachen immer mehr ist als bei schwach gerösteten Sachen. Naja, größerer Schluck hilft. Ja, das ist intensiv. Das würde ich schon sagen, ist schokoladig. Wirklich knackig. Ist auch sehr bitter im Nachgang. Also das ist bei so einer dunklen Rohfrucht sollte man wirklich 20% davon in das Bier tun. Aber das hat wirklich so eine intensive Schokoladigkeit. Und ja, boah, die bittere wird jetzt gerade immer mehr. Ich überlege gerade, was ich da noch... Also es ist sehr schwierig hier den Unterschied, was die Aromen angeht, rauszuschmecken, weil das halt auch einfach
Also sie sind beide sehr bitter und das ist halt wirklich sehr, sehr intensiv jetzt. Also wenn man Stout macht, wäre sowas natürlich super. Dann hat man da direkt die Farbe und alles mit drin. Dann würde ich da vielleicht 10% oder sowas davon in der Schüttung verwenden. 10% ist direkt dann schon Stout bei der Farbe. Und ja, dann ist das Ganze auch nicht so überwältigend. Ja, das ist am ehesten so dieses wirklich herbröstige, was man auch hat, wenn man viel Röstgerste benutzt, würde ich tatsächlich sagen. Röstgerste ist noch ein Ticken dunkler als das jetzt. Röstgerste ist meist so um die 1100 EBC, das waren jetzt 900. Aber da ist es am ähnlichsten und da könnte man vielleicht in Zukunft mal einen Unterschied feststellen. Ich muss mal gucken, ich erinnere mich ja ungefähr noch, wie Röstgerste schmeckt. Also Guinness ist ja das Paradebeispiel für, ich glaube, 9 oder 10% Röstgerste. Ja, ist schon ähnlich. Also ich muss sagen, ich schmecke da jetzt nichts raus, was besonders roggenartig ist. Ich finde es aber auch nicht so brenzlig, wie Röstgerste wahrscheinlich wäre bei 20%, das will ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und alle diese Produkte sind ja, weil sie nicht aus Gerste gemacht sind, ohne die Spelze. Außer man nimmt jetzt spezial entspelzte Röstgerste. Aber normalerweise ist Röstgerste ja besonders deswegen so brenzlig, weil was von der Spelze dabei war. Das ist jetzt bei diesen allen nicht der Fall. Also ganz so extrem ist es nicht. Das ist ziemlich, also das ist schon wirklich einfach zu viel, eine Schüttung. Ne? Die anderen drei sind wirklich angenehm, die könnte man auch so wegtrinken. Die sind echt lecker. Ja, was wäre so das Fazit davon? Also die beiden hellen, besonders das ganz helle hier, das Torrefied Wheat, kennt man ja, einfach in jedes englische Bier ein bisschen was rein, wird der Schaum stabilisiert. Hier bei dem hier, dadurch, dass es so schon einen bemerkbaren Geschmack hat, würde ich eher sagen, dass das in so ein, ja, so etwas passt, wo wenigstens so die Richtung auch was Keksiges oder sowas geht. Zum Beispiel etwas, wo man Amber Mode verwendet, Festbier vielleicht oder im Englischen wäre das dann eher so ein Premium Bitter könnte es sein, so was Stärkeres. Oder halt sowas wie Winter Warmer, ne, diese ganzen dunkleren Sachen, die dann auch entsprechend so leichte Röstnoten einbringen. Und das hier ist dann schon eher was für so ein trockenes Brown Ale. Also wenn man jetzt eins macht, was Northern Brown Ale ist, ohne diese ganzen Karamellmalze dazu zu tun, dann könnte ich mir das Röstweizen dunkel auch darin gut vorstellen. Ja, und das Chocolate Rye, ich hatte das gekauft, weil ich ein Rezept irgendwo habe, in einem Rezeptbuch, wo das Finn Mild verwendet wurde. Finn Mild, wenn man dann wenig nimmt und das mit Karamellmalzen mischt, die ja den Körper geben für so ein sehr leichtes, dunkles Bier, da wäre das bestimmt auch richtig gut. Und dann könnte man nochmal gucken, ob das nicht doch mehr so schokoladige Noten annimmt. Die Körner hiervon riechen und schmecken wirklich sehr, sehr clean nach Schokolade, fand ich. Das ist jetzt halt durch die starke Bittere, durch die hohe Schüttung ein bisschen schwer zu sagen. Ja, aber ich denke, das gibt euch einen Überblick über diese 4 Produkte. Ich werde mal gucken, ob ich die in Zukunft in dem Bier verwende. Das Röstweizen hatte ich ja noch. Ich glaube, einmal habe ich das in das Rhabarberbier getan, was ich in Mitte des Jahres gebraut habe. Und ansonsten gibt es ja viele englische Rezepte, die Torrefied Wheat verlangen. Bei den anderen gucke ich mal, ob ich mir was dazu überlege und dann werdet ihr die in Zukunft mal so zwischendurch wiedersehen. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder ein Rezept nachbrauen. Also bis dann, macht's gut.